Wir starten einfach mal direkt rein mit dem Video, was ich mir für euch aufbewahrt habe für den Stream, weil ich dachte, es klang schon so geil. Wir haben uns ja schon mal angeschaut, hier dieses Timelapse of the Future von Melody Sheep, und das war ja eines der geilsten Videos, auf das wir hier reagiert haben. Und dann wurde mir letztens mal dieses Video empfohlen, Timelapse of the Future Technology 2022 bis 4000 plus. Das sah irgendwie so aus wie die ähnliche Kategorie und auch was mich mega interessiert. Und zwar so, wie stellt man sich die Technologie so in der Zukunft vor? Ich würde einfach sagen, wir gehen einfach mal ins Video rein und ich bin gespannt. Und Start. How far in the future would you want to go? Erstmal ganz kurz, bevor es schon anfängt. Wie weit würde ich gerne in die Zukunft gehen? 4000 Jahre ist schon heftig, aber so 1000 Jahre würde mich schon interessieren. Ich bin mal gespannt, was jetzt in dem Video kommt. Ich muss euch sagen, der Anfang sieht schon sehr vielversprechend aus. Until humanity becomes a Type 1, Type 2, Type 3 Civilization. Okay, da geht's kurzer Reminder für Leute, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht. Da geht es um die Kardashev-Skala, da haben wir auch schon öfters hier im Stream drüber gesprochen. Typ 1 ist quasi eine Zivilisation, die die gesamten Energieressourcen ihres Heimatplanetens benutzen kann. Wir sind noch nicht mal eine Typ 1 Zivilisation, wir sind glaube ich 0,6 oder 0,7. Dann gibt es Typ 2, die kann die gesamten Energieressourcen ihres eigenen Sonnensystems benutzen. Das heißt auch sowas wie eine Dyson-Sphäre um die Sonne und sowas gebaut. Und Typ 3 ist dann komplett gestört. Die können die gesamten Energieressourcen ihrer Heimatgalaxie nutzen. Und ich bin gespannt, wie die Menschheit dann aussieht. Let's take a journey into the future. Okay, ich bin so bereit. Mit meinem Ingwerwasser. Es wird auf jeden Fall wieder mega stark visualisiert sein. Is indistinguishable from magic. Arthur C. Clarke. Sorry, dass ich so oft stoppen muss, aber das ist echt true. Wenn man sich jetzt so vorstellt, wir würden jetzt mit unserer jetzigen Technik, einfach mit so einem iPhone, würden wir nur 200 Jahre zurückgehen, würden die uns alle für fucking Magier halten. Wisst ihr, was ich meine? Oder stell dir mal vor, du landest mit einem Helikopter im Mittelalter, die denken, du bist ein Engel. Und genau so stelle ich vor, einfach eine Alien-Rasse, die halt 1000, 2000, 3000 Jahre vor uns sind mit ihrer Technik, einfach hier auf der Erde landen, würden wir die auch für Götter halten oder für Magier oder so, weil es halt einfach, wir können es nicht verstehen. Shouldn't we be content to be cosmic sloths, enjoying the universe from the comfort of Earth? The answer is no. Stephen Hawking. To look to the future, we must first look back upon the past. That is where the seeds of the future were planted. I never think of the future. It comes soon enough. Albert Einstein. Schon mal geile Zitate. Okay, Starship, Elon Musk sends the first SpaceX Starship to Mars, preparing the way for the first human explorers of the Red Planet. Ich hoffe so sehr, dass ich den ersten Menschen auf dem Mars noch mitbekomme. Vielleicht auch so die erste Basis auf dem Mars. Das wäre so geil. Es wird ein geiles Video, Leute. Lehnt euch zurück. Digital fabrics are embedded with sensors and displays, gathering data. They give feedback about the user's health, such as muscle use, sleep habits, and sun exposure. Companies merge digital fabrics with VR gaming, letting users feel vibrations and hot and cold sensations when playing. Okay, NASA's Artemis mission launches to begin building a permanent habitat on the moon. Ey, Leute, wir leben in so einer spannenden Zeit. Erst Menschen auf dem Mars, vielleicht die erste Mondbasis, Alter. On Earth, building materials are becoming a new generation of smart materials. Bricks double as energy storage cells and are capable of data storage and retrieval. Stimmt. Stell dich mal vor, Tesla baut ja auch zum Beispiel so Dachziegel, die gleichzeitig Solarpanels sind, und Smart Materials können echt so ein Ding aus der Zukunft sein. Stell dich mal vor, euer Tisch ist gleichzeitig euer Computer, eure Festplatte, und das ist einfach direkt drin. Es gibt keine extra Technik und Möbel oder Technik und Materialien, sondern alles ist so eins. Das wäre crazy. Robotic dogs are employed by fire and rescue services, police, military, and delivery companies. The first humans leave Earth for the Red Planet aboard a SpaceX Starship.
The Mars astronauts use VR goggles to help keep them calm during the 7-month journey. Was geil wäre, wenn die so schätzungsweise Jahreszahlen da dran schreiben würden. Das wäre mega interesting. 2024. Okay, da kommen die Jahreszahlen. Ich habe nichts gesagt. Humans begin to interact with virtual reality artificial life. Living beings in a digital world that learn how to act, move, and interact with humans on their own, creating their own behaviors and way of life. Wearable tech is replaced by subdermal tech, chips that are inserted beneath the skin and link users to their home and robotic devices, giving them control using verbal instructions. Das ist auch krass, ne? Also, ich glaube, es ist echt unabdingbar, dass wir in der Zukunft irgendwann wirklich so Cyborgs, wie wir uns das vorstellen, wirklich. Wir sind ja jetzt schon zum Teil Cyborgs, ne? Ich meine, unser Handy ist ja quasi angewachsen an uns. Aber so Cyborgs im Sinne, dass wir wirklich so Implantate haben, so wie Neuralink oder tatsächlich zum Beispiel Implantate in der Hand, irgendwie, keine Ahnung, so NFC-Chips oder sowas, wo man dann halt irgendwie seine Tür mit aufschließen kann oder so. Das gibt es ja heute schon. Und ich glaube, in der Zukunft wird das noch viel, viel, viel krasser. People with medical issues are using Neuralink chips to make them better. Wo wir gerade noch drüber gesprochen haben. The chip is able to restore eyesight and help people who are paralyzed to walk again. Das ist doch echt so mit mein Science-Highlight gewesen. The Universal Translator is used at the United Nations, reducing the need for human interpreters and translators. Quantum computers are used in high-end chemical engineering. They are able to quickly design new medicines, biodegradable plastics, and building materials. Aber wir sind gerade noch nicht mal bei 2030, ne? 5G networks carrying vast amounts of data take control of transportation flow systems and self-driving networks to improve urban flow. The interplanetary internet system goes online, creating a computer network in space. The network is made up of landing robots, planet satellites, and Earth ground stations. A Jupiter rover sends data to a Jupiter satellite, which beams it to a Mars satellite that then sends the data to Earth. Einfach ein interstellares Kommunikationssystem. Facilities in place on Mars begin production of 3D printed habitats. Other robot factories produce water and oxygen, as well as laboratory-grown plant and meat products for the arrival of more human explorers and scientists. Boah, es wird so aufregend, diese ganze Mars-Entdeckungsgeschichte. Arrive at the former International Space Station that has been converted into a luxury orbital hotel, while a new commercial International Space Station is being used for scientific research. The rise of bioplastics takes place, created from renewable resources such as sugar and mushrooms. Reprogrammable microchips allow hardware to be upgraded just like software. Filming begins on the first Hollywood blockbuster that is filmed entirely off-world. Ich schwöre, es wird ein Tom Cruise-Film. Irgendwie so Mission Impossible und der wurde in echt nur auf dem Mond gedreht. Ich sag's euch. Using sets and locations in Earth's orbit and on the moon. Alter, wir sind... Warte, was? Das war 2025 alles nur. Jetzt sind wir erst 2027. Niemals passiert das doch alles bis dahin. Kann man sich gar nicht vorstellen. SpaceX's Starlink internet constellation for Earth is fully operational. The world's first industrial-scale fusion reactor goes online. Wenn das passiert, das wird so ein Lieb, wenn wir wirklich Fusionsreaktoren hinbekommen. Da zweifle ich aber jetzt echt. Also, das ist so ein Statement. Ich glaube nicht, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre schon Kernfusion haben werden. And starts generating electricity from the fusion of hydrogen atoms, creating vast amounts of clean energy. Da glaube ich noch nicht so dran. Es wäre so geil, aber da bin ich sehr skeptisch. Start taking anti-aging drugs that take away certain cells that develop as humans age. Elon Musk begins implanting Neuralink chips in healthy people to give them enhanced abilities. The first artificial intelligence judge sentences a criminal to jail. Wie bitte? Es wird niemals in 2027 schon KI-Richter geben. Selbst wenn die KI da schon weit genug wäre, es würde viel zu lange dauern gesellschaftlich, bis alles so weit ist, dass es einfach in fucking Richter eine künstliche Intelligenz Computerprogramm sein wird. Niemals. Wir schauen uns das Video einfach nochmal 2030 an und gucken, was davon wahr wurde. Virtual workspaces. Digital fabrics evolve into power assist fabrics, helping humans walk and gain back mobility in old age. They also give humans added strength and show users how to learn new physical skills.
Smart tattoos are used with embedded personalized circuits that allow people to control the devices around them. 4D printing is being used to create new smart materials, materials that are able to transform their structures in response to their environment, such as when exposed to heat or light. People are now living with 3D bioprinted artificial organs. Alter, das sind alles Techniken, über die haben wir schon voll viel gesprochen, auch sowas wie Organe drucken. Wenn das alles wirklich so einen Durchbruch, so einen harten Durchbruch in den nächsten 10 Jahren kommt, dann, Alter. 2031. Swarm robotics start to make their way into everyday life. Fleets of robots, such as small drones or robotic ants, communicate with each other and work together. They are able to lift construction materials and become structures themselves by organizing to form a bridge. Everyday people are living with IA, brain chips for intelligence amplification, allowing their thinking, memories, and problem-solving to be helped with the use So ein Level up für die of a Menschheit, machine. Alter. Subdermal tech is overtaken by neural links. I am not a human verification systems are in place to keep humans out. Permanent Luna settlements. Humans are living on the moon in science research stations and transit hub facilities, acting as a link between Earth and Mars and the outer solar system. A space station constructed in orbit around the moon begins operations. Billions of people around the world tune in to watch the Bionic Olympics, where humans with robotic limbs compete. People are wearing self-cleaning fabrics that are woven with micrometals which break down dirt when exposed to sunlight. The Starshot Alpha Centauri program, founded by Yuri Milner, Stephen Hawking, and Mark Zuckerberg, launches. 1,000 tiny spacecrafts that are equipped with light sails and are powered by lasers on Earth get sent into space. They reach. Hey, wenn man sich vorstellt, das soll alles in 10 Jahren passieren. Also, wie gesagt, wenn nur ein Bruchteil davon wirklich passiert, also das wäre, ich glaube, so eine krasse technologische Entwicklung hat die Menschheit da noch nie gesehen. 20% of the speed of light. The Overstatement, Leute. tiny spacecrafts are on a mission to fly by and gather data from Proxima Centauri b, an exoplanet that is in a human-habitable zone of the star system. Square kilometer array goes online. Dishes across the Ich habe deserts irgendwie auch of das South Africa Gefühl, and Australia. wenn man das dann jetzt so in 2030 guckt, wo jetzt alles so, ja, wo jetzt halt alles so vorhergesagt wurde, wird es so ernüchternd sein, weil vielleicht so eine Sache davon passiert ist. Genauso wie die bei Zurück in der Zukunft gesagt haben, so, dass wir hier fliegende Autos schon haben im Jahre 2015. Ist ja auch nicht passiert. Are 50 times more sensitive than the Hubble Space Telescope and are able to pick up faint radio signals from any potential extraterrestrial civilization. 4D printing of moon habitats begin. Materials absorb solar radiation and micrometeor impacts, converting solar and impact energy into electrical energy. Moon-based construction of spacecrafts begin, to be used in the further exploration of the solar system. Quantum computing-based chemical engineering creates a genetically altered strain of wheat designed to survive in the extreme cold and thin CO2 atmosphere of the Martian environment. And neural brain chips allow people to talk to each other telepathically. Telepathie, ja moin. 2040, okay, 2041. Kennt ihr den Song? Weißt du, von welchem Video der Song hier ist? Hört mal. Hört mal auf den Song ganz kurz. Ist es ein Alien-Film? Quasi. Fidget Spinner, der Film. Humans record every event of kurze their Detour. lives from birth to death. Speech recording is possible. Hackers are able to plant artificial memories. Ist einfach der Fidget Spinner Song. Humans have sensors flowing through their bloodstream, monitoring their health. In robotics, police robot units accompany human police officers for patrols. The robot population surpasses the human population. Extinct animals are brought back to life. The first woolly mammoth is grown Oh Gott, da geht's in Richtung Jurassic Park, Alter. Wir wissen noch, wie das endet. from DNA found in the preserved soft tissues of the long-dead beasts. Herds of mammoths and woolly rhinoceroses roam in a zoo of living fossils.
Robots guided by artificial intelligence capture asteroids from the asteroid belt and maneuver them into the orbits of the Moon and Mars. The raw materials are delivered to Mars and the Moon to be converted into materials for further off-world habitat construction and space exploration crafts. Stem cells regenerate missing body parts, including teeth and limbs. Mann, dieses Video ist so geil, aber durch diesen Song kann ich es gerade irgendwie nicht mehr so fühlen wie vorher. Engineering adapts human bodies for the rigors of spaceflight, reducing muscle and bone mass loss from prolonged periods of weightlessness. 300,000 people live on Mars. 300.000 Leute, das ist schon eine Stadt, Alter. Newborns on Earth inherit the data trails of their parents. Arc reactors are now efficient and compact. They are used as a portable power source and are employed for military and exploration purposes. Alter, das kommt mir alles so unwirklich vor, was da erzählt wird. People are able to rent and stream dreams while they sleep and dream together in the same virtual world. Artificial general intelligence emerges from a super quantum computer. A human-designed computer achieves consciousness. It is able to learn new things and is self-aware. 2070, wir sind noch nicht mal im Jahre 2100. Interspecies communication is now possible. Robots begin to hold funerals for one another. Da wandere ich aber aus, Alter. Wenn Roboter schon Beerdigungen füreinander halten, da bin ich raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Artificial life forms are born. Quantum computers are able to design biological life forms from scratch, from redesigning bacteria that can consume plastics to creating designer humans. Aber ich glaube, to be honest, es wird niemals so schnell passieren alles. Ich glaube, das sind alles Dinge, die werden irgendwann passieren, aber niemals so schnell, to be honest. 2100, okay. The average lifespan of someone born today will be 5,000 years. An AI has the status of a corporation. A global artificial intelligence manages a global Hyperloop transit system, removing the need for commercial flights. All Hyperloop vehicles are built with self-repairing smart materials. Basic molecular assemblers are in use, letting humans create any type of food with the push of a button. Humanity is well settled all around the solar system and is exploring the outer system. Robotic transit fleets transport materials across the solar system. NASA's Alcubierre warp drive goes live. In the Warp Drive, okay, jetzt so langsam haben sie mich verloren. vacuum of space, nothing can move faster than the speed of light, but negative energy is used to warp Oh Gott, nee, komm. space-time. Nee, jetzt habt ihr mich verloren. Niemals in unter 100 Jahren, auf and the gar space in keinen front Fall. contracts, causing a warp bubble. Bending space-time around Niemals. the spaceship, Mars declares independence from Earth. Humanity is declared a Type 1 civilization. They know how, and need to use and store, all of the available energy on their planet. The Type 1 civilization controls the weather, the sea currents, the volcanoes, the earthquakes, and has terraforming technologies. So, jetzt kommen wir Zeitsprung 2400. Um Gottes Structures are Willen. built in orbit to capture the energy Okay, jetzt kommt unsere Dyson-Sphäre. from the sun. Unser Dyson-Swarm. Generation ships built from super lightweight and self-repairing materials are accelerated to sublight speeds. Journeys to nearby star systems take place. Colonization of worlds around distant stars begins. Jahre 4000. Moin. Man kennt die Sprünge. Orbital cycles of Earth create a new glacial ice age. Environmental engineering is employed to warm the planet and reduce glacier growth. Jahre 10.000. Humans develop new colonies at new star systems and immediately begin asteroid mining.
and the construction of the Dyson. Jetzt erst Asteroid Mining? Nein. Wir haben doch nicht schon den Warp-Antrieb, bevor wir Asteroidenbergbau machen. Das ist doch nicht deren Ernst. Dyson structures to capture energy. Dyson structures now surround the sun and distant stars. Humanity achieve Type 2 status, the beginnings of the galactic civilization. As a Type 2 civilization, they are able to use and control the energy of its planetary system and can prevent the death of its own star by injecting fuel into it. Humankind's consciousness is downloaded into a quantum computer core. The Matryoshka brain, Es wird so weird gerade. Wer findet's noch? supercomputer using multiple Dyson spheres, drives a simulation for humanity. Humanity is transferred into a simulation to live and travel much further in the galaxy. Swarms of tiny, lightweight robots enter distant star systems and begin construction of various facilities before the arrival of humanity. Human consciousness is transmitted as data to the new star system, where robot bodies are waiting to accept the human consciousness. Robotic bodies are exchanged for biological ones, designed and grown to be suitable for local planetary environments. Also ich muss sagen, am Ende hat mich das Video echt Humanity verloren, is wa? on course to become a Type 3 galactic scale civilization, needing to use all of the energy available in its galaxy, with technology so advanced that space-time is their playground. At this point, humanity meets another civilization of pure numerical spirits. Selbst wenn wir erst da eine andere Zivilisation finden, warum denn pure numerische Geister? Wieso? Wieso? Wie kommt ihr darauf, dass es pure numerische Geister sein sollten? Okay, jetzt wird's echt einfach nur noch hirnrissig und too much. That have been Einfach too living much. in a colder space, outside of the universe. Hä? Es war alles doch irgendwie so halbwegs plausibel irgendwie bis zum Warp Drive und jetzt haben die den Vogel abgeschossen. Man kennt sie, die numerischen Geister außerhalb des Universums. Alter, let's go. Ich bin raus. Am Ende nochmal alles zerstört. Das ganze Video war echt cool und das Ende hat es jetzt so uncredible gemacht irgendwie. Ich glaube jetzt gar nichts mehr, was da erzählt wurde. Das war erst sehr geil und dann irgendwie sehr enttäuschend, oder nicht? Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. Lol.